Hi, ich bin Moritz vom Zusammenschluss Demokratischer Fachschaftler oder kurz ZDF. Wir treten dieses Jahr wieder mit unserer Liste für die Stupa-Wahl an und möchten euch weiterhin dort vertreten, so wie wir das schon viele Jahre tun. Unsere Mitglieder auf der Liste kommen aus den Fachschaftsräten, die in den Fachschaften schon Arbeit für euch leisten, auf Fakultätsebene und gegenüber den Lehrstühlen euch alle vertreten. Und das möchten wir gerne im Stupa weiter fortführen. Danke Moritz, schön, dass du wieder dabei bist. Wir haben ja viele alte Bekannte, also die Listen, die diesmal zur Wahl stehen, sind die gleichen wie vom letzten Mal. Vielleicht erst ein kurzer Blick zurück. Wie würdet ihr die letzte Amtszeit bewerten? Was habt ihr gut gemacht und wo würdet ihr eure Arbeit kritisch beurteilen? Genau, also wir haben, denke ich, gut gemacht, dass wir uns sehr, sehr stark engagiert haben. Wir waren bei fast allen Sitzungen vollständig, also mit allen gewählten Mitgliedern im Stupa vertreten, haben auch 3 unserer Listenmitglieder in den AStA entsendet oder dort zur Wahl stellen lassen und die sind jetzt als Referent dort tätig, um dort halt auch aktiv das Geschehen im AStA mitzugestalten. Wir haben des Weiteren den Vorsitzenden vom Haushaltsausschuss gestellt, der eigentlich in alle wichtigen Entscheidungen zusammen mit dem Ausschuss halt einbezogen ist, wenn es ums Finanzielle geht. Wo wir uns verbessern können, ist, dass wir beim Aufstellen der Liste etwas mehr schauen müssten, wer sein Studium beendet, weil jetzt zum Ende der Legislatur hatten wir einfach das Problem, dass ein paar unserer Mitglieder ihr Studium abgeschlossen haben und deshalb nicht mehr an den Gremiensitzungen teilnehmen konnten. Dieses Nachwuchsproblem, was du gerade angesprochen hast, das haben ja auch die anderen Listen und auch Initiativen und Projektbereiche und so weiter in der ganzen Hochschulpolitik. Wo meinst du, müsste das Stupa oder vielleicht auch die Uni ansetzen, um Hochschulengagement, Ehrenamtliches auch wieder lukrativer zu machen? Ja, also ich finde, dass das UPW-Plus-Zertifikat, was es ja schon einige Zeit jetzt an unserer Uni gibt, eigentlich der richtige Weg ist. Ich glaube, das ist aktuell noch ein bisschen kompliziert und ich denke, da müssten wir alle gemeinsam ansetzen, um das erstmal noch weiter zu verbreiten, dass es sowas überhaupt gibt und dass man sich damit halt dieses Engagement auch bescheinigen lassen kann. Aber auch die Hürden, so ein Engagement einzusteigen, sollten gesenkt werden. Zum Beispiel gibt es an anderen Hochschulen in Deutschland alle paar Wochen, ich glaube alle 3 Wochen, den Mittwoch ab 14 Uhr keine Pflichtveranstaltung oder Vorlesung mehr, dass dann halt einfach Zeit ist, sich zu engagieren, die Gremiensitzung zu besuchen. Das gilt halt für Studierende, aber auch halt für die Professoren, die ja auch Zeit haben müssen und nicht in Lehrveranstaltungen sitzen müssen dann. Also du würdest zum einen quasi eine Belohnung über das UPW-Plus-Programm quasi noch dadurch einen Anreiz setzen und aber auch quasi die Studis nicht mehr vor die Wahl stellen, jetzt einen Kurs verpassen und mich engagieren oder doch den Kurs wahrnehmen? Genau, also das wäre die optimale Lösung, dass man halt einfach die Zeit, die man dafür aufwendet, halt zertifiziert bekommt, was natürlich auch bei späteren Bewerbungen oder auch Bewerbungen für Stipendien hilfreich sein kann, aber auch, dass man sich nicht zwischen Studium und ehrenamtlichem Engagement entscheiden muss. Ihr setzt euch als Liste auch immer wieder dafür ein, seit Jahren schon, den Lernraum an der Uni Paderborn zu erweitern, zu vergrößern. Du bist selber Referent im AStA für den AStA Stadtcampus, der jetzt auch gerade wieder größer wird, mit dem Study Space mit einer 2. Etage dazu. Wo würdet ihr da ansetzen, um quasi noch mehr Lernraum zu schaffen in nächster Zeit? Genau, also es gibt natürlich schon einiges an Lernflächen und es ist ja auch im I-Gebäude seitens der Uni was dazugekommen in den letzten Jahren. Der Stadtcampus, wie du sagst, wurde ja auch schon erweitert und ich denke, da ist genau der richtige Punkt, um weiter anzusetzen, wenn man noch erweitern möchte und muss. Da gehört, denke ich, zu, oder das ist auch die Meinung der ganzen Liste, das zu evaluieren, wie die Auslastung im Study Space ist, auch mit der neuen Fläche, die es da jetzt dann seit kurzem gibt oder geben wird. Und wenn es halt notwendig ist, dass man halt dort mit der Hochschule in Gespräche geht, wie man auch den Study Space im AStA Stadtcampus noch erweitern kann. Das Ganze kostet natürlich Geld. Das hat in den letzten Jahren schon gut geklappt, dass das zum größten Teil aus Geldern finanziert werden konnte, welche die Uni uns bereitgestellt hat oder der Studierendenschaft bereitgestellt hat. Das müsste halt wieder der Weg sein, weil die Studierendenschaft selber das sicherlich nicht tragen kann. Aber ich denke, da kann man mit Gesprächen in Richtung Uni oder auch in Richtung Land NRW einiges bewirken und das, ich denke, schon erfolgreiche Konzept im Study Space einfach noch fortführen und erweitern. Vielen Dank, Moritz. Danke.